Es geht tatsächlich immer um Wahrnehmung. Ich muss das, was ich vorher so gesehen habe, muss ich überschreiten. Also wenn du mich zum Beispiel kritisierst und ich schaue nur, du kommst rein als Kollege, wo auch ist es im Alltag und du sagst, Joel, das war aber totaler Mist, was du da gemacht hast. Gell? Jetzt ist die Frage, wie ist meine Wahrnehmung? Ja? Bin ich fixiert auf diesen vermeintlichen verbalen Angriff? Ja? Und damit erschaffe ich mir eine ganz bestimmte Realität. Ich bin eng, ich bin Abwehr, mir stockt der Atem und ich gehe vielleicht in mein Notfallprogramm, indem ich in den Angriff gehe. Wie kannst du das erlauben? Oder ich gehe in die Flucht, ich bin schon wieder das Opfer. Oder ich gehe in die Erstarrung. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Das ist die Situation, die durch diese Wahrnehmung zum Beispiel ausgelöst wird. Wenn ich aus irgendeiner Motivation heraus meine Wahrnehmung weit wird, ja, dann sehe ich auf einmal, ihm geht's schlecht. Und sofort habe ich eine andere erfahrbare Realität. Und dann würde ich statt in Gegenangriff gehen sagen, hey, was ist denn passiert? Und von daher ist unsere Wahrnehmung entscheidend für unser Erleben. Und für mich war das eine bestürzende Erkenntnis, als ich dann irgendwann zurückgeschaut habe, auch auf die Beziehungen, wie sie waren, auf alles, wie ich unterwegs war und habe gemerkt, Joel, du Kerl, du hast alles mit kreiert durch deine Wahrnehmung. Da sind wir schon mittendrin, ja? Wie die Beziehung zu uns selbst und zum Gegenüber und zu allem, was uns umgibt, gelingen kann. Und es hat so viel damit zu tun, wie wir zu uns selbst bezogen sind. Immer wieder. Bin ich neben mir, schaue ich den anderen an als jemand, der außer sich ist, ja, der neben sich steht und damit eben auch im Ich-Kokon gefangen ist, in den Vorstellungen, Bildern, in den gewissen Strukturen, wie man es macht und wie man es nicht macht. Oder habe ich die Möglichkeit oder bin gerade in der Situation, bei mir zu landen, die Wahrnehmung weit zu machen und den anderen überhaupt zu sehen. Und in der Beziehung gerade so, in der Beziehung, der Paarbeziehung habe ich halt genau diesen Aspekt sehr schmerzhaft erfahren. Und ich glaube, wir alle kennen den. Und viele von uns machen das Leben lang, dass wir im Ich und Du in dieser Fixierung gefangen bleiben. Das heißt, ich handle aus dem Ich-Kokon. So, ich habe das fast wie so ein Harnisch, wie so eine Rüstung, wo ich dann sage, du hast mich nicht gesehen. Und der andere sagt, nein, du siehst mich nicht. Und in dem Ich und Du sind wir beide im Ich-Kokon und fixiert und können den anderen nicht erkennen. Und wenn wir dann das Glück haben, dass einer, der andere oder wir selbst für einen Moment aus irgendeinem Grund das überschreiten. Und die Weitung der Wahrnehmung geht mit einem zu sich zurückgehen, Vergrößerung der Distanz einher. Eben war ich nach vorne fixiert, auch in der Aussage, hast du das kapiert? Und jetzt gehe ich zurück, die Wahrnehmung weit, es geht automatisch zurück. Mit dem Aufatmen, das dann kommt dann ein Sinken mit dem Ausatmen. Das ist eine Bewegung zu uns. Ja. Deswegen ist diese Aussage, erstmal ausatmen, hat eine Riesenbedeutung, auch wenn wir uns dessen von dem, was es eigentlich bewirkt, meistens weit weg sind. Aber wir wissen, irgendwie tut es gut. Aber es ist eine Bewegung zu uns. Und dann kommt so eine ganz andere Stimme, die vielleicht sagt, wir beide sind verletzt. Oder wir beide geben ständig unser Bestes, aber es reicht dem anderen nicht. Ich genüge nie. Wir beide haben eine für uns jeweils gültige Wahrheit. Dann geht ein anderer Raum auf. Der Wir-Raum.
wo wir uns im gemeinsamen Menschlichen erkennen, sehen. Ja. Und auf einmal was ganz Neues geschieht. Ja. Es fließt was aus dieser weiten Wahrnehmung und wir landen bei uns. Also das ist ja wunderbar, wenn wir das erkennen. Da kommt jemand und sagt, boah, ich bin so dicht. Ich habe das mal erlebt, ein Mann, ich war in der Psychiatrie und ich habe mehrere Therapien gehabt und die konnten alle mit mir nicht arbeiten, ich bin zu dicht. Ja. Aber diese Dichtheit, ja, auch wenn ich dann irgendwann mich weiterentwickle, ist natürlich eine Möglichkeit, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann. Und damit das als Ressource zu begreifen und das, was dazu kommt, als Erweiterung zu sehen, ja, das macht uns voller, das macht uns reicher. Ja. Und gegebenenfalls mache ich ganz dicht, ja, weil ich sonst es nicht halten kann. Ja. Und vielleicht sage ich irgendwann, jetzt mach mal nicht dicht, Joel, bleib einfach mal da und lass diese Unsicherheit zu. Und dann bleibe ich da und merke, und vielleicht sage ich, oh wow, jetzt bin ich aber echt hier am Flattern. Ja, so. Und ich bleibe da. Wo ich vorher sofort mein Harnisch runtergemacht hätte, meinen Beziehungszweihänder genommen hätte, ja, bin ich auf einmal da. Und es fließt wieder was. Es darf wieder was fliehen. Und was ist Verlebendigung? Weil wir mussten alle uns harnischen, ja, in Rüstungen gehen, in Schutzwälle uns verstecken können. Wir mussten das alle. Ganz, ganz wenige hatten, ich weiß nicht mal, ob es Glück ist, hatten eine andere Situation. Ja. Und das heißt, zu erkennen, irgendwie musste ich das halten, irgendwie durfte ich als Joel nicht mehr fühlen als Kind, weil da was Heftiges passiert war. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich darüber hinausgehe. Und das heißt, wenn ich dann erkenne, Joel, du hast es, oder? Du hast es alles überlebt. Das heißt, du hast nicht nur, manche Leute erzählen immer wieder, wie schlimm es war. Immer wieder, wie schlimm es war. Und wenn mir das einer so begegnet, sage ich, wie wunderbar, was wunderbar, dass du diese Kraft hast, alles überlebt zu haben. Das heißt, nicht auf das Spiel eingehen, das mich immer wieder schwach macht. Ja, bei mir war das und das und die Mutter und der Vater und so weiter. Schwach. Und wir laden dann den anderen damit ein, Publikum zu werden, um das noch zu verstärken. Das heißt, die alte Autobahn der alten Story wird noch tiefer, noch breiter im Kopf. Und wenn dann einer sagt, ach halt, das hast du alles überlebt, ist das eine wunderbare Sache, weil ich einmal das Spiel nicht mehr mitmache, was ihn weiterhin schwächt, und zum anderen eben den Raum vergrößere. Boah, ich sehe hinter dir einfach diese besondere Kraft, die dich hat alles überleben lassen. Und wenn wir das auch erkennen bei uns selbst, ja, dann können wir sagen, ich habe es schon überlebt. Dann kann ich ja auch mal gucken, dass ich so Sachen, die ich nicht mehr spüren durfte, die ich nicht mehr machen dürfte, dass ich die vielleicht mit dem schon überlebt haben wieder verlebendige. Dass ich Sachen, die ich irgendwann abdecken musste, langsam wieder öffne. Mit Unsicherheit, ja, mit Ungewissheit, mit Angst, aber merke, wow. Und dann wirklich überhaupt durch das Wiederfühlen eine Aufmerksamkeit kriegen kann für meine innere Quelle. Erst jetzt spüren, um was geht es eigentlich wirklich? Oder was blitzt denn da als Wesen in mir auf? Und ich glaube, und das ist dieser vielleicht heftige Spruch, den ich aber trotzdem gemäß finde, Wandlung braucht die Wand. Ich muss erfahren, dass das,
was vielleicht für mich lange Gültigkeit gehabt hat, da nicht stimmt. Da erfahren wir ganz viel, gerade in Beziehungen, dass da Sachen sind, die sich immer wiederholen, dass sich genau dann, zum Beispiel, wenn ich merke, jetzt geht's auf, sich was dazwischen schiebt. Oder dass ich mit dem Weise, wie ich schaue, wie ich denke, immer wieder dasselbe herstelle. Und aus dieser Not heraus, ja, ist es möglich, dass eine Notwendigkeit entsteht. Eine Wendigkeit oder eine Wende, die erst durch diese Not erforderlich wird. Und das sind zum Beispiel die ganz normalen Lebenskrisen, die schweren, die leichteren, wo wir merken, wow, wenn es genug war, es reicht. Es muss doch noch irgendetwas anderes geben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann ist schon mal eine Ahnung im Raum. Dann erlebt man vielleicht in irgendeiner Begegnung irgendetwas, wo man merkt, wow, das war jetzt aber, da war irgendwie ein Fenster in der Wand.